Hallo Manuel. Hallo Kari. Und hallo liebes Publikum, heute hier in New York City. Oh wow. Okay. Wow. Okay, das ist das lauteste Publikum, was wir je hatten. Herzlich willkommen. Allerdings. Es freut uns sehr. Manuel, wolltest du nicht schon immer mal einen Podcast in New York Stadt aufnehmen? Ich komme mir schon die ganze Zeit vor, als wäre ich in einem Film und jetzt besonders, dass wir in New York City Vor der Skyline. vor einem Fenster der Skyline diesen Podcast aufnehmen dürfen, ist phänomenal. Und wenn ihr uns jetzt gerade zuhört und euch fragt, wo kann ich diese Skyline sehen? Ihr könnt die ausnahmsweise auf YouTube sehen, youtube.com/easygerman. Dort gibt es diese Episode auch als Video mit Untertiteln. Unten könnt ihr auf CC klicken. Da gibt es deutsche Untertitel und auch andere Sprachen. Und wenn ihr das jetzt gerade bei YouTube seht und denkt, Moment mal, Easy German Podcast, was ist denn das? Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Episoden, die nicht auf YouTube sind, denn wir nehmen nicht immer ein Video auf, Manuel. Warum? Manchmal sind wir im Schlafanzug und machen einen Audio-Podcast. Den könnt ihr in jeder Podcast-App finden. 2-mal pro Woche sprechen wir über unser Leben. Und andere Dinge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gastgebern heute Abend. Das ist das Deutsche Haus der New York University. Deutsches Haus at NYU, die haben uns hier gehostet und das ist richtig nett. Wir haben uns total gefreut. Und wenn ihr mal Deutsch lernen möchtet in New York, dann ist das hier the place to be, oder? Ja, es gibt Kurse, die sind nicht nur für die UniversitätsstudentInnen, sondern jeder kann hier einen Kurs machen an der NYU. Genau, und die haben sogar ihr eigenes Haus, die Studentinnen. Dieses Haus ist wirklich dazu da, um die Wissenschaft mit der Öffentlichkeit zusammenzubringen und ist so eine Art, wie so eine Botschaft der NYU für Menschen, die sich für Deutschland oder die deutschsprachige Welt interessieren. Und hier gibt es ganz viele Angebote, Events, Veranstaltungen, so wie uns heute Abend, aber auch Deutschkurse für alle Levels. Also wenn ihr Deutsch lernen möchtet, kommt doch mal einfach vorbei oder checkt die Website aus, die ist hier unten verlinkt. Geht übrigens auch online, aber noch schöner ist natürlich in Person. Fantastisch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Thema der Woche. Manuel, wir haben ein Thema vorbereitet und zwar heute wieder mit unserem Publikum. Wir sagen dazu in Deutschland, es ist gecrowdsourced. So sieht's aus. Du hast eine Umfrage an euch geschickt. Genau. Und worum geht's? Weißt du das überhaupt? Es geht ganz grob um euer Land und unser Land. So viel weiß ich. Genau, so ungefähr. Wir wollen heute mal rausfinden, was US-AmerikanerInnen über Deutschland denken. Und das ist wirklich interessant. Wir sprechen ja oft darüber, was wir denken als Deutsche, ne? Das ist ja unser täglich Brot, unser tägliches Business. Was wir über Deutschland denken. Was wir über Deutschland oder die Welt denken, ne? Ja. Wir kommen hier hin in die USA und dann sagen wir, hier die Bettdecken ist nicht so wie in Deutschland. Die Fenster gehen nicht auf Kipp. Genau. Aber wir wollen heute mal das Gegenteil hören. Wir wollen hören, was ihr über Deutschland denkt. Wir müssen aber zugeben, unser Publikum ist ein bisschen voreingenommen oder wie man hier sagt, biased, denn ihr alle interessiert euch schon ein bisschen für Deutschland und habt ein gewisses positives Gefühl, oder? Ihr seid jetzt nicht die DurchschnittsamerikanerInnen, die gar nichts über Deutschland wissen. Viele von euch lernen Deutsch schon seit vielen Jahren. Und wer von euch war denn schon mal persönlich in Deutschland? Wer hat Deutschland schon mal besucht? Boah, das sind ja mal 95%. Die meisten von euch waren in Deutschland und deshalb habt ihr einen speziellen Einblick. Ihr wart schon mal in Deutschland, ihr habt vielleicht eure Vorurteile überwunden und genau darüber wollen wir heute sprechen. Okay. Bist du bereit, Manuel? Bereit geboren. Wir haben als erstes gefragt, das ist auch so ein deutscher Spruch, ne? Nee, geht auch auf Englisch. I was born ready. Ja? Okay, das ist so ein Manuel-Spruch, sagen wir so. Also, wir haben als erstes gefragt, wie hat sich euer Bild verändert, nachdem ihr zum ersten Mal in Deutschland wart? Und das fand ich sehr interessant, weil dadurch zeigt sich ja auch, wie war das Bild vorher? Was habt ihr über Deutschland gedacht, bevor ihr zum ersten Mal da wart? Manuel, du darfst jetzt raten, was war die häufigste Antwort? Was hat sich eigentlich verändert?
Das Bild über Deutschland, nachdem man da war, man hat gemerkt, es läuft doch nicht alles nach Plan, trotz des Stereotyps, dass bei uns alles durchgeplant ist. Ja, tatsächlich. Solche Sachen gab es auch. Zum Beispiel Brandon, der hier drüben sitzt, der hat geschrieben, Deutschland war weder so sauber noch so technologisch fortgeschritten, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du warst wahrscheinlich in Berlin, Brandon. Berlin ist nicht sauber. Jedes Mal, wenn ich in eine andere deutsche Stadt fahre, denke ich, ist ganz schön sauber hier. Ist ganz schön sauber. Das war tatsächlich ein Thema bei vielen Leuten, diese Sauberkeit. Aber es war nicht das häufigste, es war das zweithäufigste. Das häufigste, was könnte das sein? Das Brot war doch nicht so lecker? Nee, das kann nicht sein. Interessiert sich keiner für Brot. Brot wurde kein einziges Mal gesagt. Löse es auf. Es war tatsächlich die Freundlichkeit. Die meisten von euch haben gesagt, die Deutschen waren freundlicher als erwartet. Das finde ich aber schön, das freut mich zu hören. Dann wart ihr wahrscheinlich nicht in Berlin. Brandon war in Berlin, hat gemerkt, ist doch nicht so sauber. Ja. Und ihr wart woanders und habt gemerkt, die Leute sind doch ganz freundlich. Es gab tatsächlich unterschiedliche Antworten. Also es haben einige geschrieben, ich dachte, die Städte außerhalb Berlins wären nicht so freundlich und strenger, aber das war falsch. Ich habe viele nette Menschen getroffen. Sie waren hilfsbereit und freundlich und offen für ein Gespräch. Eine andere Person hat geschrieben, ich weiß jetzt, dass die Deutschen sehr freundlich und hilfreich sind. Toll. Nett, ne? Ja. Ed, bist du hier? Du hast auch etwas geschrieben. Genau, Ed, du hast gesagt, die Deutschen waren sogar freundlicher und witziger, als ich dachte. Willst du das vielleicht, Jan, ich kann dir mal das Mikro bringen, willst du das erklären? Warum dachtest du, dass die Deutschen nicht freundlich und nicht witzig sind? Was denkt man denn hier? Hallo Leute. Bevor ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, hatte ich vielleicht diese Stereotypen im Kopf, dass die Deutschen zu ernst sind und vielleicht ein bisschen humorlos sind. Und sowas. Ja. Das hat vielleicht mit, wie sie in Filmen und so hier in den USA vorgestellt wurden. Aha. Aber mein erstes Mal in Deutschland war ich in Thüringen, Jena. Das war kurz nach der Wende. Die Leute waren einfach nett und freundlich und gastfreundlich und das war alles toll für mich. Haben sogar manchmal gelacht. Ja, gelacht. Nicht alle waren humorvoll, aber ja, viele. Toll, danke schön, Ed. Also, ernst und humorlos, Manuel. Kannst du dich damit identifizieren? Ja. Fantastisch, das freut mich. Wir hatten tatsächlich einige Leute, die uns das geschrieben haben. Es hat mich ein bisschen überrascht. Aber dieses Thema, was du sagst mit den Filmen, ne, das stimmt natürlich. Wie stark sind wir geprägt von Medien? Und auch wir haben schon darüber gesprochen, dass wir so viel US-amerikanische Filme und Serien geguckt haben, dass wir immer eigentlich die Wirklichkeit mit den Filmen vergleichen und gar nicht manchmal bereit sind, neue Informationen aufzunehmen. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Total. Also ich fühle mich in dieser Stadt auch wie im Film, weil ich sie hauptsächlich aus Filmen und Serien kenne. Und dann ist es umgekehrt vielleicht auch so, ne? Also ja. Die Deutschen, es gibt ja viele Filme über den Zweiten Weltkrieg und so, kann sein, dass da auch ein falsches Bild vom heutigen Deutschland entsteht. Das kann sein. Gott sei Dank haben die meisten von euch festgestellt, die Deutschen sind doch ganz okay. Wir hatten viele interessante Nachrichten zum Thema Sauberkeit. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, wo ihr wart. George zum Beispiel hat geschrieben, ich war in München, alles war makellos sauber. James hingegen war überrascht, denn James war zum Oktoberfest in München. Und da sieht es anders aus. Er sagt, auf den Wiesen war Müll überall und die Menschen haben überall den Müll hingeschmissen. Und sie sind auch sehr besoffen und wahrscheinlich nicht so witzig. Marshall hingegen hatte eine richtig interessante Erfahrung. Er hat gesehen, wie die Deutschen das mit dem Mülldienst und dem Ordnungsdienst zu weit treiben. Marshall hat nämlich in einer deutschen WG gelebt, wo es einen sehr genauen Putzplan gab. Marshall, wie war das? Wo hast du gelebt? Also ich habe am Bodensee gelebt, also Friedrichshafen. Ja? Ganz schön schwierig auszusprechen. Friedrichshafen? Friedrichshafen, ja. Und ja, also ich war in einer WG und es war Anfang der Corona-Zeit. Also ich habe nur die anderen
Mitbewohner wirklich kennengelernt, denn wir waren ja unter einem Lockdown und sowas. Ja. Und ja, es gab einen Putzplan. Und in erster Linie finde ich das so deutsch. Also sowas wäre wirklich übertrieben in den USA, würde ich finden. Gibt es hier keinen Putzplan oder wie? Nee, und es war ja pflichtig. Also man konnte nicht freiwillig teilnehmen oder nicht teilnehmen. Also alle mussten mitmachen. Deine WG-Mitbewohner waren sehr streng. Ja, genau. Und also vor allem fand ich den Mülldienst also sehr, sehr schwer zu verstehen. Denn ja, es gibt nicht nur diese Trennung, diese vier Arten von Trennung, aber es gab auch bestimmte Sammlungsdaten. Ah, ja. Und ja, in Baden-Württemberg gibt es so viele Feiertage und das verschiebt dann etwas, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Tag. Und ja, ich habe es gar nicht gut kapiert, guten Griff gehabt. Man muss den Putzplan der WG im Kopf haben, aber auch den Müllabholplan. Kompliziert. Das ist nur in der Schweiz, würde ich sagen, noch ein bisschen komplizierter. Ja. Aber ja. Danke, Marshall. Das war ein sehr guter Einblick in das deutsche System. Das kann überfordern. Manuel, hast du auch mal in einer WG gelebt? Natürlich. Da hast du den Putzplan gemacht. In meinen WGs war es tatsächlich relativ flexibel. Also das mit den Putzplänen habe ich schon oft gehört, aber in meinen WGs war das immer so, je nachdem wie dreckig es gerade war, hat sich dann jemand erbarmt. Und Aha, nicht so streng. Nicht so streng. Manuel, wir haben gefragt, was gefällt dir besonders gut an Deutschland und was nervt dich an Deutschland? Womit sollen wir anfangen? Fangen wir mit den guten Sachen an. Okay. Was denkst du denn? Was haben die Leute gesagt hier? Was gefällt ihnen gut an Deutschland? Das Brot. Manuel, ich muss dich enttäuschen. Niemand hat Brot geschrieben. Wart ihr überhaupt mal beim Bäcker? Habt ihr gesehen, wie viele Vollkornbrote wir haben? Ich glaube, die meisten interessieren sich nicht so sehr für Brot, wie du das gerne hättest. Gut, dann vielleicht die Mülltrennung. Wurde auch nicht niemand direkt erwähnt. Nee. Was könnte es noch sein? Was fällt den US-AmerikanerInnen auf in Deutschland? Was Vielleicht, dass man in den Städten zu Fuß gehen kann und kein Auto braucht. Ja, wir kommen in die richtige Richtung. Der Verkehr wurde sehr oft erwähnt. So hat zum Beispiel jemand geschrieben, mir gefällt, dass so viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es ist umweltfreundlich und es ist eine einfache Möglichkeit, sich zu bewegen und auch gesünder als Autofahren. Jackie schreibt, öffentlicher Verkehr. Ich muss immer lachen, wenn Kari und Manuel sich über die Bahn beschweren. Es ist so viel besser hier als hier in den USA. Ich vermisse die Möglichkeit, einfach eine Karte zu kaufen und ohne Auto mich an eine andere Ecke des Landes zu bewegen. Und dann schreibt sie noch, der schlechteste Tag der Deutschen Bahn ist immer noch Lichtjahre über dem System. Ist es wirklich so schlimm? Tanja, was sagst du? Letztes Jahr, als wir nach Boston gefahren, war unser Zug 4 Stunden spät. 4 Stunden verspätet. Und wir haben in Boston um 4 Uhr morgen angekommen. Okay. Und ich dachte, hier an der Ostküste gibt es ein super schnelles, verlässliches Zugsystem. Wir fahren ja auch nächste Woche mit dem Zug. Bist du schon gespannt? Nach Chicago, ne? Ja, genau. Ich bin die sehr amerikanische Bahn ist basically non-existent. Also ich bin schon mit der amerikanischen Bahn gefahren. Du bist einmal quer durchs Land gefahren. Ja, es war gar nicht. Ich habe viele Nachrichten vorher von euch bekommen. Fahr bloß nicht mit der Bahn, du kommst nie an. Aber so schlimm war es nicht. Also ich finde es sehr interessant. Also das war das Top-Thema, was genannt wurde. Was wurde noch genannt, Manuel? Soll ich weiterraten? Okay, Verkehr ist das eine. Was fandet ihr noch gut? Vielleicht, dass die meisten Menschen keine Schusswaffe haben. Ja, das wurde auch genannt, aber nur einmal, interessanterweise. Die niedrige Waffenbesitzrate. Oh. Das ist positiv. Ein gutes Wort. Für mich wäre das ein sehr wichtiger Punkt. Für euch war es nicht der wichtigste Punkt. Löse es auf. Es war die Work-Life-Balance. Oh, Ja? Stimmt. Wir haben normalerweise 30 Tage Urlaub. In manchen Firmen gibt es auch mehr. Und wie viel Urlaub habt ihr? Wenn ihr anfangt, einen Job am Anfang? 2 Wochen. Und die braucht man dann noch für die
für den Sick Leave, Und weil das da ist braucht das man andere. ja auch noch Urlaub. Es gibt Sick-Tage. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn aus einer deutschen Perspektive. Man entscheidet sich ja nicht dafür, wie viele Tage man krank ist. Ja. Das ist krass. Also ich glaube, wenn man aus den USA nach Deutschland kommt, ist das ein echter Schock. Medina hat das auch gemacht. Sie hat gelebt in Deutschland und hat geschrieben, was ich besonders vermisse, ist die Balance zwischen Arbeit und Leben. Ich erinnere mich immer daran, wie meine Kollegen überrascht waren, als ich ihnen gesagt habe, dass ich am Samstag oder Sonntag ins Labor kommen wolle. Sie haben immer gesagt, was? Arbeiten? Wir haben ein Barbecue am Wochenende mit Bier und Radler. Mit Bier und Radler. Ja, jetzt haben wir auch im letzten Live-Podcast drüber geredet. Der freie Sonntag ist wirklich Heilig. schön. Heilig und schön. Und dass die Supermärkte dann zu haben, ist schade, wenn man dringend Milch braucht, aber ist schön, weil alle gleichzeitig frei haben. Ja, es ist wirklich schön. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass ich in Deutschland lebe. Wir haben ja auch unsere eigene Firma. Unsere MitarbeiterInnen haben 30 Tage Urlaub, 15 Tage Feiertage noch ungefähr obendrauf. Das habe ich ja jetzt erst gelernt, wie viele das sind. Und wenn man krank ist, ist das natürlich noch dazu. Also wenn man 2 Wochen krank ist, hat man trotzdem noch seine 30 Urlaubstage und 15 Feiertage. Und ich habe aber gleichzeitig gestern Abend noch so eine Late-Show gesehen aus den Niederlanden, die das so verglichen haben. Rat mal, wie viel mehr die US-AmerikanerInnen arbeiten im Vergleich zu den Deutschen in Tagen. Pro Jahr Ja, pro Jahr. bestimmt 30 Tage mehr. Richtig, einen kompletten Monat arbeiten die AmerikanerInnen mehr im Vergleich zu den Europäern im Durchschnitt. Ja, ich habe gerade eine Dokumentation gesehen, Working auf Netflix, wo verschiedene Berufsgruppen gezeigt wurden in den USA. Kann ich mal empfehlen an dieser Stelle, fand ich sehr interessant. Und was war dein Learning? Dass es eine große Ungleichheit gibt zwischen den niedrig bezahlten Jobs und den höher bezahlten Jobs. Das auch noch. Ja. Das dritte Thema, machen wir noch ein positives und dann kommen wir zu den Sachen, die euch genervt haben in Deutschland. Etwas Positives noch und das war interessant, weil da gab es viele Diskussionen. Dieses ganze Thema Ordnung und Regeln. Ah ja. Was denkst du, fanden das die meisten Leute gut, dass es so viele Regeln gibt in Deutschland und so viel Ordnung? Oder da haben die meisten AmerikanerInnen hier gedacht, Also erstmal muss ich meine Erfahrung teilen von den Tagen jetzt hier in New York, dass ich das Gefühl habe, hier ist alles voll mit Regeln. Überall nicht. stehen Schilder. ich bin die Einzige, die an der roten Ampel stehen Don't bleibt. do this, don't do that, don't litter, don't stand here. Aber niemand hält sich dran. Don't sit on these stairs. Das- So viele Regeln, wo ich immer denke, wie kann man sich so viele Also, Schilder ausdenken? Ich stand gestern an der Ampel mit dem Fahrrad und hinter mir wurde gehupt, weil ich bei Rot nicht gefahren bin. Dann sind die Leute an mir vorbeigefahren, wurden fast überfahren von so einem Truck, der ist abgebogen, hup, hup, der Fahrradfahrer, Und ich dachte, so, okay, bin ich die Einzige, die sich hier in New York City an die Straßenverkehrsordnung hält? Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass die FahrradfahrerInnen, insbesondere die auf diesen Leihfahrrädern, wirklich, ich wurde auch schon 3-mal fast überfahren. Ja, Ja, also ich fahre jetzt einfach auch über Rot. super. Man muss sich Go auch with the flow. Man muss sich ein anpassen. bisschen... Interkulturelle Kompetenz. Genau. Ich glaube trotzdem, dass ihr das gut fandet, dass wir auch so viele Regeln haben und auch stehen bleiben bei Rot an Glaubst der Ampel. du? Okay, es ist interessant, weil es wurde dann auch eine Diskussion in dieser Umfrage, die wir geschickt haben. Beth zum Beispiel hat geschrieben, ich finde, dass die Deutschen ihre Nachbarn respektieren, weil sie Ordnung und Regeln schätzen. In den USA schätzen wir Einzigartigkeit und Selbstbestimmung über alles. Und deshalb können wir manchmal wichtige Regeln der Gesellschaft ignorieren. Dann hat zum Beispiel George geschrieben, es steckt mehr dahinter. In den USA denkt man mehr individuell nach, ist mein Gefühl. In Deutschland gibt es vielleicht ein bisschen mehr Menschenwürde und die ist ja auch im Grundgesetz aufgeschrieben. Also das ist eine interessante Beobachtung. Janusz, du hast auch so eine Beobachtung gehabt. Vielleicht kannst du jetzt mal das Mikrofon selbst in die Hand nehmen. Als du nach Deutschland kamst, da dachtest du auch, warum kümmern sich die Deutschen so sehr um die Regeln und bitten die anderen Leute, die Regeln zu befolgen? Das nervt.
Das dachte ich mit Sicherheit nicht am zweiten Tag, sondern es dauerte lange, bis ich die deutsche Kultur kennengelernt habe. Aber tatsächlich, ich war überrascht zu sehen, dass die Deutschen die Regeln als ihre eigene Regeln akzeptieren. Ich kam ja aus Polen, ich lebte unter einem kommunistischen Regime und alle Regeln wurden auf uns raufgeworfen. Ja, so, das musst du machen, das darfst du nicht machen. Und das war aber eine fremde Macht. Und die Deutschen haben das, denke ich, haben das Empfinden, naja, diese Regel ist da, manchmal ist das ein bisschen unbequem, aber dadurch lebt es sich letztendlich gemütlicher und ruhiger. Ja? Also wenn ich jetzt um 2 Uhr nachts bei leeren Straßen doch an der roten Ampel stehen bleibe, das passiert tatsächlich nicht. Also ich mache das. Du, Manuel? Natürlich. Natürlich. Dann vielleicht ist das ein bisschen dämlich, ja. Aber auf der anderen Seite, es ist auch mein Wunsch, dass wir unsere Gesellschaft irgendwie es schaffen, dass alles gut funktioniert und dass alle sich gut fühlen und gut überleben und gut leben und dass alles in Ordnung ist. Also man hat das in Deutschland Gefühl, diese Regeln kommen von uns selber und deshalb hat man auch die Bereitschaft, sie zu befolgen. Ich erkläre das immer so, ganz einfach die Geschichte nochmal zusammengefasst. Irgendwann vor ein paar 100 Jahren sind aus Europa alle Leute, die Regeln scheiße fanden, weggegangen. Und haben ein neues Land gegründet. Wo sie ihre Religion und ihre anderen interessanten Interessen ausleben konnten. Und die Leute, die die Regeln lieben, die sind da geblieben. Ja, die hörigen Menschen, die einfach sagen, ja, Richtig. Wir machen das, was gesagt wird. Und das hat Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Aber dieser Unterschied, der ist natürlich immer noch ein bisschen da, weil wir sind immer noch die da geblieben sind. Wir sind die Zurückgebliebenen. Ein bisschen, finde ich, kann man damit so die Kulturunterschiede immer noch erklären. Das gibt Kommentare auf YouTube. Du meinst Gerne. das mit einem Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern, aber ein bisschen stimmt es auch. Also es sind ja ganz viele Leute, die abenteuerlustig waren, die in der Freiheit leben wollten, die ihre Religion ausleben wollten, sind vor 200, 300 Jahren aus Europa weggegangen. Und das hat sich vererbt, sozusagen. Ich denke schon, dieser Freiheitswille, die ganze amerikanische Verfassung ist auf diesen Freiheiten, die die Menschen haben wollten, gegründet. Wenn ich falsch liege, schreibt einen Kommentar. Ja, aber das ist das, was Gary meint. Es geht nicht um Erben und Gehen, das nicht, sondern darum, dass diese Menschen nach Amerika gekommen sind oder in ein anderes Land und dann haben sie aber eine Konstitution, wie heißt das? Verfassung. Eine Verfassung geschrieben. Und diese Verfassung ist dann halt freiheitlicher als die deutsche Verfassung. Willkommen zu Die Deutschen erklären euch Amerika. Das ist nur die USA. Ich bin nicht deutsch, aber meine ja. persönliche Art. Wollen wir mal meine persönliche Erklärung von den Kulturunterschieden zusammengefasst. Ja. Wollen wir mal zu den Sachen kommen, die die US-Amerikanerinnen nervig fanden. Bitte. Wir haben gefragt, was gefällt dir gar nicht an Deutschland, was nervt? Wir haben ja unser Segment, das nervt. Das können wir jetzt mal starten, oder? Spontan. Das nervt. Ich habe tatsächlich viele kleine Antworten. Hier gab es keine Antwort, die 10 verschiedene Leute gegeben haben. Aber eine Antwort fand ich sehr treffend zusammengefasst. Die beschreibt nämlich ganz gut diese deutsche Mentalität. Am meisten nervt mich der allgegenwärtige Pessimismus und der weit verbreitete Neid gegenüber erfolgreichen Menschen. Freut euch doch für die Leute, die erfolgreich sind und versucht selber erfolgreicher zu sein. Ja, das stimmt. Es gibt so einen Grundpessimismus, dass man die meisten Sachen nicht machen kann oder nicht versuchen sollte. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich Austauschschüler war in den USA. Mein Gastvater zum Beispiel, der hat alle 2 Monate ein neues Business gestartet, weil er immer gesagt hat, das mache ich jetzt, das geht. Und das war so ein Macher einfach. Und das gibt es in Deutschland auch, aber weniger. Viel weniger. Ich habe neulich einen Podcast gehört und da ging es um die deutsche Version von Shark Tank. Wie heißt das in Deutschland?
Die Höhle der Löwen heißt Höhle das. der Löwen, ja. Haben wir noch nie geguckt. Doch, einmal mit Jeremy. Ah, okay, siehst du? Der Amerikaner hat es uns gebracht. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil in Deutschland, in allen anderen vielen Ländern der Welt wurde dieses Konzept kopiert und in Deutschland wollte es kein Fernsehsender machen, weil sie gesagt haben, nee, Startups interessiert sich in Deutschland niemand für. Geld verdienen, das ist schlecht in Deutschland. Tatsächlich hat es 5 Jahre gedauert, bis dieser Pitch bei den Fernsehsendern funktioniert hat und dann aber auch nur, weil sie das Konzept ganz stark abgewandelt haben. Zum Beispiel in der amerikanischen Version gibt es so Stacks of Money, so Geldbündel auf den Tischen, stimmt das? Ja, habe ich gehört. Und in Europa gibt es das nicht, weil in Deutschland gibt es das nicht, weil so viel Geld, das ist irgendwie negativ gesehen. Und es geht auch nicht so sehr um das Business-Konzept, obwohl ja genau das eigentlich der Sinn ist, sondern es wird mehr die Geschichte des Gründers erzählt, so persönliche Geschichten statt Business-Konzept im Vordergrund. Also sie haben es sehr eingedeutscht, dieses Konzept. Ich fand das total interessant. Ja, spannend. Ja, ne? Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Die Deutschen sind auf jeden Fall nicht so risikofreudig und sie sind ein bisschen neidisch. Man zeigt Geld nicht und Erfolg, ne? Man ist eher ein bisschen Privatsphäre. Genau, wird groß Privatsphäre ist wichtig. Dann haben einige geschrieben zu dem Thema Integration von Ausländern. Brandon hat geschrieben, obwohl die Deutschen oft sehr herzlich und aufgeschlossen sein können, ist es in der Regel viel schwieriger, sich als Ausländer einzubeziehen und eine Gemeinschaft zu finden. Schwieriger als in den USA. Es hat mich nur einmal betroffen, aber Rassismus ist auch zumindest ein auffälligeres Thema als in Amerika, wo es jedoch viele andersartige Probleme damit gibt. Ja, das kann man so stehen lassen. Richtig. Jemand anders hat auch geschrieben, es gibt halt diesen Rechtsruck in Deutschland. Das ist auch ein Thema, was uns natürlich beschäftigt, wo wir schon oft drüber gesprochen haben. Und das letzte Thema vielleicht, du musst mir mal sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Ne? 3 Minuten. 3 Minuten. Das passt, pass auf, halte ich fest. Das könnte auch dich betreffen, Manuel. Okay. Es geht um unfreundliche Fahrradfahrer. Unfreundliche Fahrradfahrer. Schon mal Was gehört? meint ihr damit? Leute, die rufen, wenn man auf dem Fahrradweg steht? Jemand hat geschrieben, also was ich an Deutschland nicht mag, not much, except for maybe how rude some cyclists can be to pedestrians. Ja, das ist irgendwie wirklich ein bisschen schade. Wir haben auch oft drüber gesprochen, es gibt irgendwie so einen Kampf zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern und dann zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Immer der etwas Stärkere will sein Recht durchsetzen und wenn man dann zufällig im falschen Moment auf dem Fahrradweg steht oder als Fahrradfahrer, was weiß ich, zu weit links fährt auf der Straße, dann fahren die Leute die Ellenbogen aus. Und was daran so schade ist, die meisten Menschen sind ja mindestens 2, wenn nicht 3 von den Dingen. Bist auch schon mal Auto gefahren? Ich bin auch schon mal Auto gefahren, ich bin auch schon mal zu Fuß gegangen. Und ich finde, das stimmt, da sollte man einfach ein bisschen rücksichtsvoller sein. Beth hat da direkt eine Idee. Warum ist der Fahrradweg direkt neben dem Gehweg? Ja. In den USA ist er auf der Seitenstraße und es gibt eine Trennung zwischen Gehweg und Fahrradweg. Zum Beispiel einen Bordstein. Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich von Easy German gelernt, dass man nicht auf dem Fahrradweg stehen bleiben sollte. Trotzdem ist mir das versehentlich passiert. Es macht keinen Sinn. Es ist eine Fehlkonstruktion. Aber es ist zu spät, weil die ganzen Städte sind so gebaut und es dauert ewig. Und wir sind ja schon froh in Berlin, wenn wir überhaupt mal an den großen Straßen einen Fahrradweg bekommen, der breiter als 1 Meter ist. Wie findest du die Fahrradwege in New York? Ich bin noch nicht Fahrrad gefahren hier, aber ich glaube, es gibt ganz gute. Hier auf dem Broadway und so, ist eigentlich ganz nett. Ne? Es gibt auf einigen Straßen, ihr sagt, na, geht so. Also ich bin überrascht, es gibt auf einigen Straßen sehr gute Fahrradwege und auf anderen gar keine. Ja. Und man wird aber mit Google Maps so geleitet, dass man einen Umweg fährt, damit man über den Fahrradweg fährt. Ah, okay. Ja, in Deutschland gibt es zumindest auf den meisten Straßen einen Fahrradweg oder die Straße ist sicher genug, dass man mit dem Fahrrad dort fahren kann. Letztes Thema, Manuel? Ja. Tanja schreibt, nicht, dass es mich nervt. Aber Aber aus
Aus meiner Sicht planen die Deutschen viel zu weit im Voraus. Das ist schön. Lerne das, Tanja, wo bist du? Zu lieben. Weil wir haben schon unser ganzes nächstes Jahr durchgeplant. Und tatsächlich, die Pläne, unsere Weihnachtspläne, auch was die Videos angeht, wir sind jetzt immer früher. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von dir gelernt, Manuel. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Und ich finde das immer besser. Ich mache tatsächlich mittlerweile, auch mein Kalender ist schon Monate im Voraus geplant. Und das ist toll, weil man beschützt auch ein bisschen seine Zeit dadurch. Man kann nicht einfach spontan anrufen und sagen, Kari, gehen wir jetzt Kaffee trinken? Das Gute ist, wir haben ja viele gemeinsame Aktivitäten, Videodrehs, Podcastaufnahmen, Meetups. Und man weiß immer, ich merke das immer, wenn Kari um 11:30 Uhr abends plant, weil ich dann mein Handy so Sturm klingelt mit Kalendereinladungen. Also so 12 Kalendereinladungen für Podcastaufnahme, Besprechung, 15. Februar, Reise. Geschäftsführertreffen. Genau. Das kann sein und die kommen manchmal dann auch Monate im Voraus. Aber wir sind da beide sehr pingelig. Kari hat auch diese Reise geplant und ich habe dann mir gewünscht, dass ich zusätzlich Kalendereinträge bekomme für die Hin- und Rückfahrten zu den Events. Also ich möchte genau wissen, da wo weiß ist im Kalender, da wo nichts ist, wo eine Lücke ist. Das wird voll gemacht. Dass das wirklich frei ist. Also wir leben nach unseren Kalendern. Absolut. Ja, Tanja hat noch geschrieben, obwohl ich die wichtigen Sachen auch plane, bin ich im Großen und Ganzen ein lockerer und flexibler Mensch. Und zu viel Planung ist mir zu stressig. Okay. Bei uns ist das umgekehrt. Bei uns ist umgekehrt. Ohne Planung ist es für uns stressig. Ja, Leute. Es war schön, Manuel. Es war schön, eure Geschichten zu hören über was? Über Deutschland und die USA. Und wir hören gleich noch ein paar mehr in der Aftershow. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen aufbewahrt. Unter anderem eine echte Geschichte von einem Reverse Culture Shock. Wenn ihr diese Aftershow hören möchtet, dann werdet ein Mitglied von Easy German, easygerman.org/membership. Dort bekommt ihr ein Mitgliederfeed, da hört ihr uns noch ein bisschen Diesmal auch einen Mitgliedsausweis, Manuel? länger. Ihr bekommt einen Ausweis. Ihr könnt mit uns chatten auf Discord. Es gibt auch ein Level, wo ihr mit uns euer gesprochenes Deutsch üben könnt, jede Woche. Schaltet mal rein. Und ihr bezahlt unsere Flugtickets. Wir sind nämlich Priority geflogen. Also, Priority. Genau, alle das macht ihr möglich mit eurer Mitgliedschaft. Danke, dass ihr hier wart, Leute, und bis bald. Tschüss! Ah.